Stell dir folgende Situation vor. Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, Kaffee in der Hand, du sitzt auf der Terrasse und schaust komplett entspannt zu, wie dein Rasen von ganz alleine gemäht wird. Kein Kabel, kein Stress, kein Nachbar, der komisch schaut. Das ist Roborocks Antwort für den deutschen Stadtgarten. Der Rockneo Q1. Kein Begrenzungskabel, stabile Mähflächengröße von 500 Quadratmeter und das zu einem vernünftigen Preis. Wir haben ihn wirklich getestet auf echtem Rasen mit echten Hindernissen ohne Schönrederei. Was der hier kann, was er nicht kann und für wen er sich wirklich lohnt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten, also bleibt dran. Bevor es jetzt richtig losgeht, kurz zu uns. Wir testen jedes Jahr und auch in diesem Jahr wieder alle Mähroboter, die wir in die Finger kriegen können. Und Roborock ist in diesem Jahr angetreten, um den Mährobotermarkt aufzuräumen. Und natürlich werden wir die ganze Linie von Roborock durchtesten auf unserem Kanal und auf unserer Website www.smart-home-fox.de. Da findest du alle ausführlichen Testberichte. Und auf unserem Kanal selbstverständlich auch. Und wenn du den noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt höchste Zeit, damit du das alles nicht verpasst. Da unten ist der Abonnier-Button. Ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Klick für Smart Home Fox. Danke. Fangen wir von Anfang an. Der Anfang aller Anfänge, der Auspackmoment. Der Karton des Rockneo Q1 ist, sagen wir mal so, kein Leichtgewicht. Ich habe ihn allein schleppen müssen, weil mein Kollege mir nicht helfen wollte. Aber ich sag mal so, zu zweit wäre es vielleicht angenehmer gewesen. Und jetzt schauen wir mal, was drin steckt. Der Rockneo Q1 selbst natürlich, die Ladestation, die RTK-Antenne und das Verlängerungskabel. Sowieso jede Menge Zubehör, Kabel, Ersatzmesser. Der erste Eindruck, schau es dir selbst an, das Gerät wirkt nicht protzig, das wirkt nicht billig, das wirkt sehr hochwertig, gut verarbeitet, wie man es von Roborock gewohnt ist. Eher so pragmatisch tatsächlich, würde ich es mal nennen. Was sofort auffällt, sind die großen Räder am Rand mit diesen starken Profilen. Und die Stereokameras vorne, die wirken fast ein bisschen grimmig, als würde er einen gleich anklotzen und fragen, wo ist der Rasen? Okay, jetzt wird's ernst. Hier entscheidet sich für viele schon, kommt das Teil in den Garten oder wieder zurück in den Karton. Roborock verspricht eine super schnelle und einfache Installation ohne Kabel verbuddeln und sowas. Und wir gucken jetzt mal, wie schnell und einfach es wirklich geht. Viel falsch machen kannst du wenig, denn die Stecker passen nur da, wo sie hingehören. Jetzt das Kabel für die RTK-Antenne. Zack. Und schön verschrauben, damit es auch wasserdicht ist. Wichtig. Dann musst du die RTK-Antenne installieren. Dafür brauchst du hier diesen Stock. Und das Ganze hat hier unten so einen martialisch anmutenden Dreizack. Auch hier wieder das Kabel verschrauben. Die RTK-Station, diese kleine Antenne, die stellt man einmal auf, freie Sicht zum Himmel, 4 Himmelsrichtungen, damit ihr auch immer schön die Satelliten seht. Die Station, die verschraubt man am besten so quasi standardmäßig im Boden, damit der Roboter sie beim Reinfahren nicht verschiebt. Dank Quick Start Guide ist die Installation super schnell gemacht. 5 Minuten mit auspacken und dann stellst du den Roboter in die Station und er schaltet sich nicht ein. Wir schalten ihn ein. Als nächstes kommt die Einbindung in die App und dafür musst du einfach den QR-Code auf der Rückseite einscannen. Drücke Taste Main und Startseite. Entering Network Configuration Mode. Yes, Network Configuration Mode. Mit Gerät verbinden. Bluetooth connected successfully. Schon mal gut. Wi-Fi, das ging schnell. Und wichtig, die Firmware-Updates runterladen, alle. So, genug des vielen Geredes und der Theorie. Jetzt gucken wir mal, wie man hier eine Karte erstellt. Ich klicke mal hier auf eine Karte erstellen. Logischer erster Schritt. Oh. Und es geht direkt los. Und ich kriege hier, gibt eine Löschen-Taste, Aktionstaste, einen Startpunkt festlegen. Ist das ein guter Startpunkt? Ich denke schon. Und dann wird das Teil gesteuert. Und zwar wie ein Joystick, wie man das kennt. Bei der Kartierung gucke ich immer, dass ich möglichst nah am Rand entlang fahre.
Musst natürlich gucken, ob das wert ist. Ja? Wenn du zu nah am Beton entlang schraubst, dann kann es hier halt auch böse Kratzer geben. Das wollen wir natürlich absolut vermeiden. Wir können ja mit dem Mäher hier, mit dem Q1, bis zu 500 Quadratmeter mähen. Wir haben halt die hier, unser Testgarten ist deutlich größer. Ich gucke jetzt mal, wie viel ich dann tatsächlich von dem Roboter mähen lassen möchte. Guck mal, dass ich die 500 Quadratmeter ausreize, oder? Zone 1 erfolgreich kartiert. Jetzt gucken wir mal, was man noch hinzufügen kann. No-Go-Zonen, sehr gut. Passagen, das sind die Wege zwischen den Zonen und einen neuen Bereich. Können wir hinzufügen und das wollen wir auch. Und dafür müssen wir einen Startpunkt festlegen und dann bewegen wir den Roboter jetzt mal ins Zonenrandgebiet. Und dann gucken wir mal, was er am Hang so kann. Richtig cool. Ich habe jetzt den zweiten Bereich hier erfolgreich kartiert. Das war jetzt keine große Sache, ne? Wie so ein bisschen mit einem PlayStation-Controller. Auf jeden Fall dann hat er hier automatisch schon die zwei Zonen miteinander verbunden. Mit dem Pfad, er hat den Pfad genommen, den ich quasi dann in dem Moment auch genommen habe. Wenn du jetzt den anders machen willst, kannst du den auch löschen und kannst den woanders hinlegen. Ist auf jeden Fall cool, dass man es jetzt eigentlich nicht machen muss. In meinem Fall. Ist abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, ob er zur Station findet. Jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt. Der Mähtest mit dem neuen Roborock Neo Q1. Das ist die günstigere Variante aus den ganzen Roborock-Linien. Es gibt ja noch die Rockmo S1 Serie und dann gibt es noch den Rockmo Z1. Das ist die Supermaschine. Dazu mehr bald auf unserem Kanal. Also abonnieren lohnt sich. Da unten ist der Abonnier-Button. Jetzt aber zu der günstigeren Variante. Und das fällt schon da auf, dass du hier noch händisch die Mähhöhe, die Schnitthöhe einstellen musst. Du kannst hier wählen zwischen 2 Zentimetern, das ist schon sehr kurz, das würde ich nicht empfehlen, und 6 Zentimeter. Das ist eigentlich so das englische Rasen-Style. Das würde ich dann eher empfehlen. Ich stelle das jetzt mal auf 6 Zentimeter und dann mähen wir einfach mal los. In der App hast du verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst die Mäheffizienz einstellen zwischen effizient und Standard, beziehungsweise täglich. Die Mährichtung auswählen, ja, und du kannst auswählen, ob er Kantenschnitt immer mitmachen soll oder nicht. Ja, du kannst auch entscheiden, bevor er losmäht, ob du jetzt nur Kanten willst oder voll oder nur bestimmte Zonen. Das geht auch. Du kannst natürlich Mähpläne erstellen. Du siehst hier ein bisschen was zur Wartung, ja, was von den Teilen gewartet werden muss. Und du siehst ja auch, dass es ein Regenschutz integriert ist. Also dann fährt er eben rechtzeitig in die Station und mäht nicht im Matsch und sowas, und macht erst weiter, wenn er sozusagen dann wieder trockenen Rasen erwartet. Dann haben wir einen Wildtierschutz, den machen wir immer an, damit die Igel nicht mitgemäht werden. Und es gibt den Diebstahlschutz, Sicherheitsschutz, und außerdem kannst du hier bei der Hindernisvermeidung gewisse Einstellungen vornehmen, wie stark er hier auf Hindernisse reagieren soll oder nicht. Das ist besonders wichtig, wenn du einen Pfad hast über einen Schotterboden oder sowas, ne? Wenn du möchtest, dass er hier einfach schnell durchfährt, dann kannst du hier zum Beispiel die Hindernisvermeidung für Passagen ausschalten. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon in der App. Also da gibt es relativ wenige Einstellungsmöglichkeiten im Vergleich mit anderen Herstellern. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall an Bord, und es ist sehr übersichtlich und es funktioniert vor allem. Also die Connection ist sehr gut. Ich habe da gar keine Probleme gehabt bisher beim Einrichten, aber auch nicht bei den Einstellungen und sowas. Die Roborock-App ist hier einfach wirklich stabil. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Teil überhaupt mäht. Der Rock Neo Q1 nutzt Full-Band Attica in Kombination mit V-Slam, Satelliten plus Stereo-Kamera. Roborock nennt das Sentisphere. Sentisphere Environmental Perception klingt erstmal nach dem Namen eines Parfüms, ist aber tatsächlich das Navigationssystem, das RTK-Satellitendaten mit Stereokameras kombiniert.
Und was bedeutet das? Selbst wenn euer Garten voll mit Bäumen steht und das Satellitensignal schwächer wird, der Q1 hält Kurs, weil er gleichzeitig sieht, wo er ist. Das Schneidwerk, 3 Klingen, solide Einsteigerklasse, Schnittbild und Qualität sieht sehr gut aus. Und die Navigation auf der Fläche? Wir haben beobachtet, wie der Q1 den Garten abarbeitet und in schönen geraden Bahnen hin und her schafft. Was wir sagen können, der Q1 mäht sauber, nicht perfekt bis in den letzten Winkel, denn das ist hier die Einsteigerklasse, aber er mäht zuverlässig und gleichmäßig auf der Fläche und das ist es, was die meisten Gärten von ihm verlangen. Okay, jetzt wird richtig rasiert. Ich stelle mal von 6 cm auf 3, schonungslos. So, jetzt kommt das Kapitel, das bei jedem Mähroboter-Test darüber entscheidet, ob du am Ende deinen Randtrimmer noch selber rausholen musst oder ob die Arbeit erledigt ist. Der Randschnitt-Test. Und tatsächlich ist es ganz interessant, was es hier zu Roborock zu sagen gibt, denn die haben ein Randschneidemodul. Allerdings für die Q-Serie hier, die wir hier haben, ist es optional. Das heißt, du musst optional dich entscheiden, ob du es dazu kaufst, und dann ist es halt teurer, ne? Und wir haben das jetzt bei dem hier nicht dabei. Wir gucken jetzt mal, wie gut der im Randschnitt ist, ohne das Randschneidemodul. Aber hier packe ich den Link zu unserem Test des Roborock S1, Rockmo S1 hin. Und der hat das Randschnittmodul. Und da gucken wir mal hin, wie das mit Randschnittmodul funktioniert. Also jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns den Rand mähen. Also hier siehst du jetzt, wie unser Kartenrand abfährt. Das macht er solide. Wenn der Rasen gleich hoch ist wie der Weg bzw. der Rand, dann haben wir ihn so kartiert, dass er halb-halb fährt. Das ist generell eine Empfehlung von uns. Wenn das funktioniert, dann machst du das so am besten und dann musst du in der Regel manuell kartieren. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Hier haben wir jetzt halb-halb kartiert. Sieht auch gut aus. Randschnitt. Wir haben jetzt hier extra noch ein paar Mal neu kartiert, um das Maximale am Randschnitt ohne das Seitenmodul rauszuholen. Und was funktioniert gut? Er fährt sehr gut den Rand ab. Die Ride-On-Funktion sozusagen, also dass er, wenn der Boden oder der Weg gleich hoch ist wie der Rasen, ne, dann fährt er schön, wie du ihn kartiert hast, halb Rasen, halb Weg, und dann hast du halt einen super glatten, sauberen Rand. Das ist easy. Aber die Herausforderung ist ja immer, wenn der Rand höher ist als der Rasen. Und da ist er so 15 cm vom Rand ungefähr weg. Auch wenn wir es wirklich Press am Rand entlang kartiert haben, nimmt er nochmal zusätzlich ein bisschen Sicherheitsabstand. Dann hast du halt 15 cm, 20 cm Rand stehen. Da denke ich halt, wenn du Randstein im Garten hast oder viel, wo der Rand höher ist als der Rasen, dann ist es vielleicht wirklich gut für dich, das Randschneidemodul dazu zu buchen. Ansonsten musst du halt selber mit dem Trimmer ran oder sagst, nee, ist okay, bisschen Rasen am Rand, das stresst mich nicht. Deine Entscheidung. Und wenn du wissen willst, was der Roborock im Shop kostet, dann schau doch mal unten in der Beschreibung, da findest du tatsächlich den Link mit den aktuellen Angeboten. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen, wenn du dir unsicher bist, welcher Roborock oder welcher Mähroboter der richtige für dich ist, dann schau doch mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zu unserem Mähroboter-Berater und da kannst du dich kostenlos beraten lassen. Und das von Mensch zu Mensch. Einfach mal ausprobieren. Link ist in der Beschreibung. Was passiert eigentlich, wenn euer Kind mal wieder den Fußball auf dem Rasen liegen lässt, der Igel gerade in eurem Garten ein Schläfchen macht oder der Gartenzwerg mal wieder im Weg rumsteht, während der Rock Neo Q1 mäht? Wie gut ist die Hinderniserkennung dieses Mähroboters? Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Der Rock Neo Q1 hat für die Hinderniserkennung ein Stereo Vision Kamerasystem. 2 Kameras vorne erkennen Objekte in Echtzeit und passen den Fahrweg automatisch an. Feste Gegenstände werden umfahren, Menschen und Tiere weicht er aus. Überfahrbare Hindernisse wie kleine Äste oder flache Sachen werden souverän passiert. Das klingt gut, oder? Wir beginnen mit unserem berühmt-berüchtigten Fußtest. Das war absolut solider Abstand, wo er hier abgedreht hat. Mensch erkannt. Gefahr gebannt. Der Rock Neo
Q1 will mich heute wegnehmen. Meinst du wirklich? Ja. Ich habe überlebt, Gott sei Dank. So, jetzt bist du dran, kleiner Mann. Unser Zwerg hat überlebt. Nimm den Finger runter. Jetzt kommt das, wovor jeder Hersteller zittert, der Igeltest. Wir Deutschen lieben unsere Igel und wir wollen nicht, dass ihnen was passiert. Wird der Roborock Q1 ihm ausweichen? Der Stockmann-Test als nächstes. Also das ist ja auch so dick wie ein Gartenschlauch oder sowas, ne? Mal gucken, ob er den auch erkennt. Das schaffen die wenigsten. Und so auch der Roborock nicht. Elegant überfahren, also räumt eure Schläuche weg. Das war der Hinderniserkennungstest und bevor du fragst in den Kommentaren gleich, nein, er ist nicht selbstständig hier in diesen Blumentopf reingekrabbelt, sondern wir haben ihn hochgehoben. Aber tatsächlich hat er, ich muss schon fast sagen, wie zu erwarten war, weil es ist Roborock und die haben ja schon Jahre Erfahrung im Roboter-Business. Besonders die Saugroboter, ne? Kennst du wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er die Hindernisse sehr gut erkannt. Es gibt immer jede Menge Herstellerangaben, die uns helfen sollen, einschätzen zu können, wie gut der Roboter dann tatsächlich auch in unserem Garten performt. Dazu gehört die Breite des Durchfahrtswegs, dazu gehört die Steigung, die er schaffen kann und dazu gehört auch, wie hoch dürfen die Überhänge sein, dass er noch drunter fährt. Ja, wenn du eine Garage willst, eine Robotergarage, damit das Gerät, das teure Gerät eben vor Wind und Wetter geschützt ist, wenn es in der Station steht. Oder auch, wenn du eine Hollywood-Schaukel hast oder ein Trampolin, ja, das ist ja auch da drunter mäht, ist ja klar. Und genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Roborock sagt, 70 cm Durchfahrtswege schafft der Q1 und wir haben jetzt mal hier ein Hindernis aufgebaut, 70 cm und gucken mal, ob er da durchfährt. Okay, bei 70 tut er sich recht schwer, das erkennt er immer als Hindernis. Wir machen jetzt mal 80. Bei 80 läuft der Laden. Okay, wir haben jetzt hier eine Robotergarage gebaut, die hat sich ziemlich weit auseinander hier und wir holen ihn mal heim. Back home. Unsere selbstgebaute Garage ist in dem Fall 45 cm hoch und der Hersteller sagt ja, man braucht auch ein bisschen Platz links und rechts, damit er sich hier dann zurechtfindet vor der Station. Da haben wir hier ungefähr 120 cm. Das funktioniert schon mal. Wir gucken jetzt mal, ob wir das Dach noch ein bisschen weiter runter machen können. Wir sind jetzt hier bei 39 cm und viel weniger geht auch nicht, weil dann das sind noch so 10, 15 cm Luft bis zur Station und der Roboter hat ja auch noch mal eine Höhe. Und jetzt holen wir mal zurück. Kritischer Blick. Er orientiert sich und fährt in die Garage rein. Also Stichwort Robotergarage läuft. Also unser Hang hier ist über 45 Grad. Wir haben hier alles vertreten und wir gucken jetzt mal, wie weit der Roboter kommt.
Okay, also Fazit zu diesem Kapitel ist, wenn du enge Durchfahrtswege hast, ab 80 cm hat er es bei uns im Test geschafft. Vielleicht schafft er auch unter bestimmten Voraussetzungen 70. Bei uns konnten wir das jetzt nicht direkt so nachweisen, aber das ist schon ordentlich. Viel hat er halt auch mit der Hinderniserkennung dann zu tun gehabt. Ne? Da hat er das als Hindernis erkannt und hat dann immer den Weg außenrum genommen, den leichteren Weg sozusagen. Bei der Garage sieht es richtig gut aus. Unter 40 cm hat immer noch ordentlich eingepackt. Und der Test auf dem Hügel hier, der hat gezeigt, dass er tatsächlich die 45%, die der Hersteller angibt, auch schafft. Aber man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass das jetzt nicht das Roborox Q1 natürlicher Lebensraum ist, dass sich da so ein bisschen schwer tut. Also für diese richtig steile Hanglage, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Roboter, vielleicht auch von Roborock, der hier sich noch besser eignet. Aber er hat es geschafft und das sah schon sehr gut aus. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Sicherheit, denn die Geräte sind teuer. Stell dir vor, du bist im Urlaub, ja, denkst dir nichts Böses und plötzlich kriegst du über die App angezeigt, der Mähroboter wurde angehoben und derjenige trägt ihn weg. Was jetzt ohne das optionale 4G und Diebstahlschutzmodul? Ihr merkt es erst, wenn ihr nach Hause kommt und euer Rasen ungemäht ist. Mit dem Modul, euer Handy klingelt. Das Modul ist separat erhältlich und es bietet zusätzliche Schutzebenen. Was er sowieso macht, erstens, es gibt einen lauten Alarm beim Anheben und Entfernen aus dem definierten Bereich. Der Q1 schreit buchstäblich. Zweitens, jetzt mit dem Modul 4G Echtzeit-Tracking in der App. Ihr seht live, wo der Roboter gerade ist, auch wenn jemand ihn wegträgt. Und drittens, Fernalarm-Auslosung. Ihr könnt den Alarm selbst aus der App auslösen, zum Beispiel, wenn ihr aus der Ferne seht, dass jemand im Garten ist. Und viertens, und dafür brauchst du das Modul nicht, ist die PIN-Code-Sperre. Ohne richtigen PIN lässt sich der Q1 nicht bedienen. Ein gestohlener Rockneo Q1 ist ein nutzloser Rockneo Q1. Also, ist das Modul notwendig? Nein, nicht unbedingt, aber es ist natürlich ein zusätzliches Sicherheitsfeature und bei diesen teuren Geräten ist es auf jeden Fall ein Gedanke wert. Die Roboter sind da, um uns Arbeit abzunehmen, aber ganz ohne geht's dann doch immer noch nicht. Und zwar musst du ihn hin und wieder warten, guck, dass die Räder von Schlamm befreist, damit die noch den richtigen Grip behalten. Ab und zu musst du mal drunter gucken und musst mal gucken, ob die Messerchen noch scharf sind, ja, und ob da hier irgendwie Dreck drin ist, den du vielleicht mal rausholen kannst. Du kannst es auch mit einem Schlauch einfach abspülen, das ist wasserdicht, aber nicht zu viel Druck, sonst geht er vielleicht doch kaputt. Also einen normalen Gartenschlauch sollte kein Problem sein. Und dann ist es das auch schon, was das Thema Wartung angeht, right? Und das ist wirklich nicht viel und das sieht schon sehr gut aus. Aber wenn du die Mähleistung erhalten willst, dann musst du da eben reingucken. Es gibt auch in der App einen Hinweis darauf, wann das alles verschlissen ist. So, ne? Aber geh mit Sinn und Verstand da dran, die rechnet es ja nur so hoch. Und es kann durchaus sein, dass die Messer immer noch scharf sind, obwohl die App sagt, du musst neue Messer kaufen. So, wir haben jetzt einige Zeit mit dem Roborock Neo Q1 verbracht und uns alles genau angeschaut. Echter Rasen, echter Test. Ihr habt es gesehen, wie das Teil funktioniert. Ob das jetzt das richtige Gerät für euch ist, die Frage müsst ihr euch selber stellen. Also an dieser Stelle einmal zurück zum Anfang. Bequem auf der Veranda sitzen, Kaffee trinken und dem Roboter beim Arbeiten zuschauen. Funktioniert auf jeden Fall. Du stellst jetzt vielleicht die Frage, was muss ich dafür anlegen? Die aktuellen Angebote, die findest du in der Beschreibung. Da ist ein Link für dich hinterlegt. Und UVP sind wir bei dem Q1 für 500 Quadratmeter bei 799 €. Und das ist ein echter Knallerpreis für ein Gerät dieser Klasse. Keine Kabel mehr verlegen, du hast die RTK-Antenne, das hat heute auch nicht mehr jedes Gerät und deswegen denke ich, für dich ist er besonders geeignet, wenn du dann tatsächlich auch die Antenne so aufstellen kannst, dass es in alle Himmelsrichtungen Empfang hat. Ne? Wenn du jetzt die RTK-Antenne dafür an deinem Dachgiebel anbringen musst oder irgend sowas Verrücktes, dann ist vielleicht für dich ein anderes Gerät besser geeignet, wo du eben keine Antenne mehr brauchst. Das dann aber in der Regel auch ein bisschen teurer ist. Wo hat der Q1 noch Luft nach oben? Ich finde beim Randschnitt, da ist er so
Durchschnitt. Das Randmodul würde ich dir schon empfehlen, zusätzlich zu kaufen, wenn deine Ränder, deine Randsteine vom Garten irgendwie höher sind als der Rasen. Ansonsten hast du eben diese 15 cm ungemäht. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Da lohnt es sich dann schon für dieses Randmähmodul noch ein paar Euros extra hinzulegen. Wenn du sehr viele enge Passagen hast, wo er durchfahren muss, dann würde ich dir auch eher ein anderes Gerät empfehlen. Er ist hier bei 80 cm gut durchgekommen. Ne? Wenn die bei dir enger sind, dann ist es vielleicht nicht das richtige Gerät für dich. Da ist er einfach mit der Hinderniserkennung quasi zu gut. Ja, das hast du im Test gesehen. Die Hinderniserkennung war sehr gut. Er ist sehr gut mit den Hindernissen umgegangen, hat alle erkannt und ist rechtzeitig abgebogen. Außer wenn die Hindernisse unter 4 cm hoch sind, dann ist er einfach drüber gefahren. Zum Beispiel bei unserem dicken Stock. Worauf du hier auch verzichten musst, ist, dass du die Schnitthöhe über die App verstellen kannst. So, ne? Das macht den dann eben auch wahrscheinlich einen Ticken günstiger. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil meine Mähhöhe ist eigentlich immer gleich 6 oder 5 cm. Und dann stelle ich das einmal ein. Das macht mich jetzt nicht verrückt, wenn ich dafür dieses Rad hier benutzen muss. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in deinem Garten 2 Zonen hast, auf dem einen willst du eine Blumenwiese und willst deswegen irgendwie auf 10 cm mähen, das kann er gar nicht. Der fängt erst bei 6 an. Und wenn du die Zonen unterschiedlich mähen willst und musst jedes Mal am Rad drehen, dann drehst du irgendwann am Rad. Was uns auch richtig gut gefallen hat und wenn du schon im Roborock-Universum unterwegs bist, weil du zum Beispiel einen Wischroboter von Roborock hast. Übrigens, hier geht es zu unserem aktuell besten Roborock-Wischroboter, kannst du dir auch mal anschauen, wenn es dich interessiert. Wenn du schon im Roborock-Universum unterwegs bist, dann ist es auf jeden Fall für dich cool, weil dann ist er ja in der gleichen App und wie gewohnt bei Roborock, und das hat uns sehr gut gefallen beim Q1, die Konnektivität mit der App und sowas, die Einbindung, das hat alles sowas von reibungslos funktioniert. Das ist schon auch für einen Mähroboter Bestmarke, muss ich sagen. Ja? Da hat Roborock spielt hier seine langjährige Erfahrungskarten aus. Für wen ist der Rockneo Q1 denn jetzt geeignet? Ich finde, also du kannst ihn ja für 2 verschiedene Gartengrößen bis 500 Quadratmeter bis 1000 Quadratmeter holen. Also wenn du so einen kleinen bis mittelgroßen Garten hast, der eher so akkurat ist, ja, wo du auch Luft nach oben hast für die RTK-Antenne, und du nicht ein Vermögen direkt ausgeben willst, um hier in das automatische Rasenmähen-Zeitalter einzusteigen, dann bist du mit dem Roborock Q1 sehr gut aufgehoben. Und wenn du dir jetzt immer noch nicht sicher bist, ob das der richtige Roboter für dich ist, dann schau einfach mal in der Beschreibung, da findest du einen Link zu unserem kostenfreien und von Mensch zu Mensch geführten Beratungstool, dem Mähroboter-Berater. Kannst du einfach mal ausprobieren. Und wenn du jetzt noch mehr Mähroboter-Videos sehen willst, was es aktuell alles so gibt, dann schau mal, hier ist unsere Mähroboter-Playlist und hier packe ich dir mal das Video zum großen Bruder, dem Roborock Rockmo S1 hin. Kannst du auch mal reinschauen. Der S1 ist nochmal eine technische Stufe höher und tatsächlich haben wir in dem Test auch dann dieses Randschnittmodul von Roborock ausprobiert. Und das könnte dann für dich auch super interessant sein. Also schau doch mal rein. Super interessantes Teil. Und ansonsten, wenn du noch nicht dem Kanal gefolgt bist, da unten ist der Abonnier-Button. Und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist, wenn wir Mähroboter testen oder andere Smart Home Geräte. Bis dahin, Peace.